Hallo Nina, mein Name ist Raphael Waber, ich bin Geschäftsführer von der Firma Swiss Shrimp und wir haben das Ziel, frische Shrimps in der Schweiz produzieren und nachher auch anbieten via Gastronomie und Detailhandel. Also wir hatten am Anfang wirklich nur eine Idee gehabt, das war 2008, eine simple Idee, wir sollten doch in der Schweiz Shrimps aufzüchten und die fangfrisch verkaufen. Und am Anfang ist es eine simple Idee, nachher trifft man sich vielleicht regelmässig zu einem Bier alle 2 Wochen und redet darüber und dann wird es irgendwann mal vielleicht institutionalisierter. Man gründet vielleicht mal eine GmbH gründen und wir haben es so gemacht, dass irgendwann mal eine GmbH ist daraus entstanden und dann wird es so ein bisschen ernster, oder? Und es geht auch schnell um Geld und irgendwann mal haben wir eine AG gründen, weil es gewisse Investoren gegeben hat, die gesagt haben, wir investieren gerne in die Firma, aber nur in eine AG, weil es dann anonym ist. Und so wird es halt irgendwie von einer Idee, eine Bieridee, die Kollegen haben, wird es zu einer ernsten Geschichte und dann geht es um Geld und das nennt sich nach schlussendlich Business. Es ist irgendwann mal der Moment gekommen, wo man gesagt hat, jetzt brauchen wir Geld und das kommt nicht von uns, weil wir haben zu wenig haben. Und nachher gehen wir zu Investoren und sagen, ja, schaut, wir haben eine Idee, wir wollen Shrimps produzieren und dann sagen die Investoren schnell mal, das ist eine gute Idee, wir geben gerne Geld, aber wer von euch im Team hat schon mal mit Shrimpsproduktion zu tun gehabt? Dann haben wir gesagt, ja, wir haben schon sehr viel darüber gelesen und wollen es mal probieren und dann gibt natürlich kein Investor Geld und das war vor 5 Jahren etwa der Fall so. Und die Investoren haben ja auch recht gehabt und wir haben nachher beschlossen, dass wir eine Pilotphase einbauen in unseren Zeitplan. Haben die nachher durchgeführt und sind dann auch durch das in den Medien gekommen, wenn wir Shrimps geerntet haben. Und dann haben wir Post bekommen, also Mails von Investoren von der ganzen Schweiz, die wir nachher angehen konnten. Dann sind wir auf die zugegangen, haben das Projekt übergeben in Form von einer Broschüre, wo alles komprimiert ist, drinnen gestanden und haben natürlich Bedingungen alles geklärt und kommuniziert und dann hat es genug Investoren gegeben, die Aktien zeichnen. Wenn man Kapitalisierung bespricht im Team, also zum Beispiel innerhalb von einem Verwaltungsrat, ist es wirklich mal wichtig, sich festzulegen, wie viel Kapital wollen wir aufnehmen, also in Form von Eigenkapital und wie viel Fremdkapital wollen wir noch dazu oder respektive wetten wir dazu aufnehmen. Wir wissen ziemlich genau, wie teuer oder wie hoch eine Investition kommt. Und da gibt es noch eine Ramp-up-Phase, das heisst so eine Art Aufbauphase. Beim Start-up ist es ja so, dass nicht nur ein Projekt durchgeführt wird, sondern wir bauen gleichzeitig eine Firma auf. Und das gibt nicht zu unterschätzende Prozesse, die man auch mit einplanen muss. Das braucht Ressourcen, entweder eigene oder fremde, externe, und das kostet. Was wir eingeplant haben, ist effektiv etwa das Doppelte von dem, was man ungefähr braucht, einfach als Puffer, weil noch so viel Unvorhergesehenes kommt. In unserem Fall ist es aber so, dass wir noch eine Ausbauphase haben, also wir wollen eine 60-Tonnen-Anlage realisieren und die nachher noch verdoppeln, ein paar Jahre später, und darum haben wir aus diesem Grund auch ein bisschen mehr Kapital aufnehmen, dass wir nachher nicht nochmal eine zweite Runde machen mit Aktionären. Also im Leben von einem Start-up, das ja organisch wächst, gibt es immer mehr Dokumente, die sich anhäufen. Und die Dokumente kann man natürlich physisch ablegen oder digital. Und wir haben uns, auch wenn wir vielleicht, wir sind nicht 60, 70 und haben das gelernt, alles archivieren professionell. Wir sind uns einfach gewöhnt, dass wir das digital ablegen. Das heisst, wir scannen viel und wollen das in Form von PDF ablegen. Und was wir dann uns entschieden haben, ist, dass wir eine Plattform suchen, wo wir auch austauschen können, also Daten austauschen, aufladen und immer jeder kann darauf zugreifen online. Und wir haben uns dann für Dropbox entschieden. Das ist eine gute Lösung, unkompliziert und funktioniert. Wir wollen auch keine Experimente machen und es kostet ein bisschen etwas, aber das zahlen wir gerne, weil es wirklich immer und gut funktioniert. Was mir ist gesagt worden ist, wir müssen Top-Shots holen, also gute Leute holen, nicht schauen, dass es irgendwelche Kollegen sind, die das auch noch können, sondern wirklich bei den Besten ansetzen, bei der Spitze der Pyramide. Das nehme ich mit auch noch für die Zukunft. Wenn man ein Start-up aufbaut in einem Team von zum Beispiel 4 oder 6 Leuten, geht es irgendwann mal während dem Start-up-Leben um Geld und jeder will einen Anteil von diesem Kuchen, auch wenn jeder sagt, Geld ist mir nicht so wichtig. Und das ist gescheiter, dass man sagt, es geht um Geld,
eine Auslegeordnung macht und fragt, was die Erwartungen sind und definiert, wie es weitergeht. Es geht dann schnell mal darum, verdient jemand etwas während der Start-up-Phase, also Lohn oder nicht, und wer schafft wie viel. Es ist nicht ideal, wenn 2 von 6 Personen extrem viel arbeiten und alle nachher abgarnieren, Jahre später. Das ist wichtig, dass man das klärt. Und wir haben das gemacht, indem wir nie Löhne gezahlt haben, aber wir haben immer protokolliert, was wir für einen Aufwand haben betrieben haben. Und nach 3 Monaten, nach jedem Quartal, haben wir abgerechnet. Jeder hat eine Unterschrift darunter gegeben und hat gesagt, damit ich bin einverstanden, dass der andere 20 Stunden geleistet und diese 300 Stunden. Und so haben wir nachher später, wo es darum gegangen ist, wie die Anteile verteilen, unsere Aktien anhand von der vergangenen Leistung zugeordnet. Und ich denke, aus diesem Grund sind wir heute immer noch die gleichen Personen wie von Anfang an. Und die Stimmung ist heute gut und das war nicht immer so gewesen, aufgrund von diesen Diskussionen. Ja, hallo Nina, ich danke vielmals, dass ich hier über Swiss Shrimp erzählen durfte. Und ich wünsche dir und deiner Plattform alles Gute für die Zukunft und vielleicht sehen wir uns ja ein anderes Mal, sei das via Desktop oder live. Ich würde mich freuen. Merci vielmals.